Hallo zusammen! Kennt ihr das Gefühl, ihr kommt in ein All-Inklusiv-Hotel, seht dieses riesige Buffet von Hunderten von Gerichten und denkt, wow, hier werden wir richtig gut essen. Und dann, nach ein paar Tagen, merkt ihr irgendwie, es fühlt sich nicht so besonders an, wie ihr es euch eigentlich vorgestellt habt. Der Teller ist voll, ihr seid satt, aber irgendwas fehlt. Wir haben das selbst erlebt und uns gefragt, warum ist das so? Und dann haben wir verstanden, Hotels nutzen clevere Tricks am Buffet, um Kosten zu sparen. Heute zeigen wir euch die 3 größten Fallen, die jeder Tourist übersieht. Nach diesem Video wisst ihr genau, worauf ihr achten müsst, um wirklich das Beste aus eurem All-Inklusive-Urlaub herauszuholen. Fangen wir mit der ersten und wahrscheinlich cleversten Falle an. Die Reihenfolge der Gerichte am Buffet ist kein Zufall. Hotels platzieren die günstigen Sättigungsbeilagen ganz bewusst am Anfang. Meist seht ihr dort Brot, Pasta, Reis, Kartoffeln oder große Salatbars. All das kostet das Hotel fast nichts. Die teuren Sachen, also Fisch und hochwertiges Fleisch, Meeresfrüchte oder sogar Garnelen manchmal, die stehen meistens ganz hinten oder an separaten Kochstationen. Warum machen die das? Ganz einfach, das Ganze ist Psychologie. Wenn ihr mit einem leeren Teller durch das Buffet geht, füllt ihr ihn automatisch mit dem, was zuerst kommt. Nach den ersten 3 Stationen, Brot hier, Nudelsalat da, Kartoffeln dort, ist euer Teller schon halb voll und euer Gehirn denkt, okay, ich habe genug auf dem Teller. Dann kommt ihr endlich zu den Garnelen oder dem frischen Lachs. Aber da ist kaum noch Platz. Vielleicht nehmt ihr noch ein kleines Stück, aber nicht annähernd so viel, wie ihr eigentlich wolltet. Und genau das ist der Plan. Das Hotel spart massiv Geld, weil die teuren Proteine die größten Kostenfaktoren einfach sind. Wir haben das mal getestet. An einem Tag sind wir ganz normal durch das Buffet gegangen. Ergebnis, Teller voll, lecker Reis, Pasta und ein bisschen Hähnchen. Schmeckt ja auch alles eigentlich. Ja. Ne? Kosten für das Hotel vielleicht 3 Euro pro Teller. Am nächsten Tag haben wir die Strategie einfach geändert. Wir sind erst einmal komplett durch das Buffet gelaufen, ohne was zu nehmen. Einfach nur zu schauen, was gibt es da überhaupt? Wo stehen die guten Sachen? Wir haben es drauf. Ja. Dann sind wir nämlich gezielt zu den teuren Stationen gegangen. Zuerst Fisch, dann Fleisch, dann Meeresfrüchte. Und erst danach, wenn überhaupt, haben wir uns noch ein bisschen Beilagen geholt, wie Reis, Gemüse oder ähnliches. Der Unterschied war schon relativ krass, muss ich sagen. Nicht nur geschmacklich, sondern auch vom Wert her. Plötzlich haben wir das Gefühl gehabt, etwas Besonderes zu essen. Ja, das stimmt. Unser Tipp: Macht immer erst eine komplette Runde ohne Teller. Schaut euch alles ganz genau an. Überlegt, was ihr wirklich essen wollt. Startet dann bei den teuren Sachen. Fisch, Fleisch, Garnelen. Nehmt nur kleine Portionen von den Sättigungsbeilagen. Und wenn ihr noch Hunger habt, geht einfach nochmal. Aber mehrere kleine Teller sind auf jeden Fall immer besser als ein überladener Teller, bei dem die Hälfte Füllmaterial ist. Nun gibt es ja auch genug Leute, die wirklich auch gerne Reis und Kartoffeln essen. Ja, für die gilt es nicht. Aber es ist ja tatsächlich so, dass wir uns dann meistens die Wampe mit den einfachen Sachen vorgeschlagen haben. Und dann haben wir hinterher gesehen, oh lecker, da würde ich auch gerne essen. Das Du warst stimmt, einfach und da voll. war schon satt, genau. Aber für Leute, die natürlich gerne Kartoffeln und Reis essen und Gemüse, ist das natürlich so okay, wie das ist dann. Na klar, jeder so nach seinem Geschmack. Genau. Aber die zweite Falle ist noch subtiler. Und die hat nämlich mit eurem Teller selbst zu tun. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum die Teller am Buffet manchmal so klein wirken? Das ist kein Zufall. Viele Hotels verwenden bewusst kleinere Teller als Standard einfach. Statt der üblichen 27 cm, die ihr von zu Hause kennt, sind es oft nur 23 oder 24 cm. Das klingt nach einem kleinen Unterschied, aber die Auswirkung, die ist halt enorm. Aber warum machen Hotels das eigentlich? Optische Täuschung? Unser Gehirn bewertet nicht die absolute Menge an Essen, sondern wie voll der Teller aussieht. Ein kleinerer Teller sieht schneller voll aus. Und wenn der Teller voll ist, denkt unser Gehirn, ich habe genug. Ihr fühlt euch zufrieden, obwohl ihr objektiv weniger gegessen habt. Gibt auch ein gutes Gefühl. Das reduziert wiederum nicht nur die Kosten für das Hotel, sondern auch Lebensmittelverschwendung, was ja erstmal eigentlich auch gut ist. Aber für euch als Gast bedeutet es, ihr bekommt weniger fürs Geld. Und das Gemeine ist, ihr merkt es nicht bewusst. Ihr geht zurück zum Buffet, nehmt wieder so einen kleinen Teller und das Spiel geht wieder von vorne los. Wir haben das selbst getestet. In einem Hotel gab es verschiedene Tellergrößen. Kleinere für Vorspeisen, mittlere für Hauptgerichte und große Suppenteller. Die meisten Gäste haben automatisch die kleinen Teller genommen, was wir gesehen haben, weil die vorne einfach gestapelt waren.
Wir haben dann bewusst nach größeren Tellern gefragt und der Personal war auch wirklich sehr freundlich gewesen und hat uns welche gebracht. Und plötzlich hatten wir viel mehr Platz für die guten Sachen. Das ist der Vorteil von großen Teller. Das stimmt. Unser Tipp? Achtet auf die Tellergröße. Schaut, ob es verschiedene Größen gibt. Frag ruhig nach größeren Tellern nach oder nimmt einfach die Suppenteller für Hauptgerichte. Die sind oft größer. Plant mehrere Gänge ein, statt alles auf einen Teller zu stapeln. Und bei Premium-Gerichten wie Fisch oder Meeresfrüchte darf der Teller ruhig größer sein. Ihr zahlt ja auch schließlich dafür. Nur ist das nicht alleine eine Sache, die Hotels machen. Wir haben hier neben bei uns auch ein Buffet-Restaurant, ne, wo diese Kette gibt, diese amerikanische, ja. Und auch da hat man kleine Teller. Genau. Ne? Man geht halt auch tatsächlich nicht so oft. Ich glaube, manche haben auch ein Schamgefühl dann, zu sagen, boah, jetzt bin ich schon 5-mal gegangen, ja, ich gehe nicht nochmal. Ist halt wirklich so eine Kopfsache, was man da so hat. Ne? Aber was man auch von vielen Restaurants kennt, ist, wenn du die Teller einfach zu voll machst und die nicht auf isst, dann muss man sogar bezahlen. Ne? Das ist ja auch gut. Ja. Ne? Ich sage ja, das ist ja jetzt auch kein schlechter Punkt, aber das ist ja grundsätzlich Lebensmittelverschwendung, muss ja jetzt tatsächlich nicht sein. Ne? Definitiv nicht, ja. Und jetzt kommt noch die Falle, die wirklich niemand von euch, denke ich mal, auf dem Schirm hat. Oder auf dem Teller. Denn jetzt wird es wirklich interessant. Hotels müssen wirklich jeden Tag riesige Mengen an Essen zubereiten. Und natürlich bleibt immer etwas übrig. Wegwerfen, viel zu teuer und auch nicht gut für die Umwelt. Also wird das Essen wiederverwendet, was ja eigentlich auch eine gute Sache ist. Denn Lebensmittelverschwendung ist nicht toll. Nee. Und das zu vermeiden ist schon ganz wichtig. Mhm. Aber für euch als Gast gibt es da ein Problem. Die Qualität leidet natürlich und trotzdem zahlt ihr den vollen Preis. Richtig. Welche Gerichte haben die höchste Wahrscheinlichkeit, dass da Reste vom Vortag drin sind? Ganz einfach. Alles, was stark gewürzt ist, in Soßen ertränkt oder komplett vermischt ist. Suppen und Eintöpfe sind die Klassiker. Der gegrillte Fisch gestern wird heute zu Fischsuppe. Das Hähnchen wird zu Curry. Der Braten landet im Gulasch. Die starken Gewürze und Soßen überdecken perfekt, dass das Fleisch oder der Fisch nicht mehr so frisch ist wie am Vortag. Ja. Aufläufe und Pasteten sind auch so Kandidaten. Oder diese Spezialitäten des Hauses, die immer ein bisschen mysteriös aussehen. Wenn ihr nicht ganz genau erkennen könnt, was drin ist, solltet ihr vorsichtig sein. Auch alles, was stark mariniert wurde, kann ein Zeichen sein. Frisches Fleisch oder frisches Fisch braucht keine schwere Marinade. Der Eigengeschmack reicht und ist aber auch der beste. Auch das haben wir mal beobachtet. An einem Abend gab es wunderschöne gegrillte Lecker Dorade. Ganz einfach mit Zitrone, ein bisschen Olivenöl drauf und fertig. Schmeckt super. Am nächsten Mittag war die Dorade dann weg. Aber plötzlich gab es mediterrane Fischsuppe. Was ein Zufall. Wahrscheinlich nicht. Die Suppe war nicht schlecht, aber definitiv nicht so gut wie der frische Fisch am Abend davor. Woran erkennt ihr frischeste Gerichte? Schaut nach Live-Cooking-Stationen. Wenn das Essen vor euren Augen zubereitet ist, ist es definitiv frisch. Omelette-Station, Nudelstation, frisch gegrilltes Fleisch. Das sind eure sicheren Optionen. Bevorzugt einfache Zubereitung ohne viele Soßen. Ein gutes Steak braucht keine schwere Soße. Frischer Fisch auch nicht. Achtet auch auf ganze Stücke statt zerkleinerte Sachen. Ein ganzer Hähnchenschenkel ist wahrscheinlich frischer als das geschnetzelte Hähnchen in Currysoße. Ja. Und Timing ist wichtig. Was morgens frisch aussieht, ist abends oft immer noch das Gleiche. Esst zu den Hauptzeiten, wenn frisch aufgefüllt wird. Frühstückt direkt nach der Öffnung. Mittagessen zwischen 12 und 1, Abendessen zwischen 7 und 8. Und traut euch, das Personal einfach zu fragen, was wurde heute frisch zubereitet? Die meisten Mitarbeiter helfen da gerne und sind auch ehrlich. Sie wissen genau, was frisch ist und was nicht. Nur nochmal, um zusammenzufassen. Ich finde es gut, dass keine Lebensmittelverschwendung gemacht wird. Und es ist durchaus richtig, dass die Sachen nochmal wiederverwendet werden. Ne? Definitiv. Aber es ist halt eine Spartaktik der Hotels. Ja? Genau. Die kaufen halt einmal ein und verwenden die Sachen wieder. Aber viele von uns machen es zu Hause ja auch. Ich meine, wenn bei uns Fisch gibt, gibt es auch nicht keine Fischsuppe, dann essen wir nochmal den Fisch halt. Ne? Von daher ist das schon richtig, aber das ist halt nur einer der Punkte, wie Hotels wirklich an den Kosten sparen. So, ihr Lieben, jetzt kennt ihr die 3 größten Buffetfallen. Nochmal zusammengefasst, startet hinten bei den teuren Sachen. Nutzt größere Teller oder geht mehrmals und konzentriert euch auf frische, einfache Gerichte statt auf stark gewürzte Eintöpfe. All-inklusive heißt nicht alles nehmen, sondern das Beste nehmen. Mit diesen Tipps holt ihr wirklich das Maximum aus eurem Urlaub raus. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Buffet-Tricks ihr schon kanntet oder was ihr beim nächsten Mal anders machen werdet. Da bin ich mal gespannt, Ich auch. was da jetzt noch kommt. Ja, wir haben bestimmt einige Sachen da übersehen. Ne? Abonniert gerne den Kanal für mehr ehrliche Reisetipps und schaut euch auch unsere Videos über die 7 teuersten All-Inklusiv Buchungsfehler an. Da zeigen wir euch, wie ihr schon bei der Buchung
Geld sparen könnt. Dann wünschen wir euch weiterhin gutes Reisen. Wir hoffen, wir konnten euch mit diesen Tipps helfen. Und bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüssi. La